Hallo Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video. Wir gehen in diesem Video die Embleme durch. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, was sind die Embleme, wofür sind die da, was muss ich beachten, wo kann ich die nutzen. Das gehen wir hier in diesem Video durch und ich würde mal sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir gehen erstmal rein in meine Stadt und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal zu den Events rein. So, zack. Dann sehen wir hier das Event Faction Emblem, ja, und hier bekommt ihr die Materialien für die Embleme. Mit diesen Materialien könnt ihr die Embleme aufleveln, ja, ihr bekommt aber auch Schlüssel und diese Schlüssel sind sehr wichtig, weil mit diesen Schlüsseln beschwört ihr die Embleme, ja, oder auch die Materialien. Das gucken wir uns aber gleich mal an und ihr findet die Embleme in eurer Werkstatt. Das ist die Werkstatt, dort findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Je höher das Level der Werkstatt, umso mehr Materialien produziert diese Werkstatt. Ihr seht, ich habe hier ein Geschenk. Man bekommt hier Bücher und Ringe. Das ist sehr wichtig. Wir gehen mal kurz hier rauf und zum Anfang erkläre ich euch erstmal das Beschwören. Ja? Wir haben hier einen Schlüssel, das heißt, hier könnt ihr beschwören. Das ist das gleiche wie bei den Kriegsmaschinen, wie bei den Boxhandschuhen oder wie beim Anfunken. Hier seht ihr oben links die Preview, hier seht ihr die Vorschau und hier seht ihr die Embleme. Es gibt zwei Kategorien, einmal The Whisperers und einmal Blackwater. Dazu kommen wir gleich. Die Drop Rates, die sind sehr mickrig. Ein Emblem könnt ihr beschwören mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,06%. Der Rest, den ihr hier bekommt, das sind Tokens oder auch Materialien zum Aufleveln. Hier an der Seite könnt ihr auch nochmal rauftippen. Dort gibt es Belohnungen fürs Beschwören. Na, wie gesagt, ihr könnt eine Einzelbeschwörung machen, ihr könnt 10-mal beschwören, ihr könnt aber auch 100-mal beschwören. Na, je nachdem, wie viele Schlüssel ihr habt. Die Schlüssel gibt es erstmal nur in diesem Event, was ich euch gezeigt habe, oder unter der Seite Giftbag. Dort könnt ihr euch die Schlüssel kaufen. Ihr wisst ganz genau, in ein paar Wochen, paar Monaten bekommt ihr die Schlüssel aus anderen Events. Von daher müsst ihr hier nicht rushen. Ja, das heißt, ihr müsst hier nichts investieren. Spielt es einfach gemütlich und das war's. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal zu den Emblemen. Ich habe gesagt, es gibt zwei Kategorien. Das ist einmal Blackwater und einmal The Whisperers. Beide Kategorien haben verschiedene Arten von Emblemen. Bei Blackwater ist es eher so auf Entwicklung, ja, Heilungsgeschwindigkeit, Forschungsgeschwindigkeit. Bei den Whisperers sieht das anders aus. Hier bekommt ihr natürlich mehr Prozente beim Angreifen einer Com oder bei der Passage. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und wie gesagt, jeder Slot oder jede Kategorie hat 4 Kästchen. Diese 4 Kästchen könnt ihr mit Emblemen bestücken. Das ist ziemlich wichtig. Sobald ihr die Embleme reingesteckt habt, sind sie aktiv und der Bonus zählt. Und die Bonis von den Emblemen gucken wir uns mal an. Wir können es ja mal so machen, wir packen das mal rein. Und zwar, wie gesagt, das Emblem habe ich. Da ist es drin. Wir können es aufleveln. Wir leveln das mal auf. Also zum Anfang die Bücher. Das ist wie bei den Rekruten, ja, das Aufleveln. Das ist eigentlich ein System, was wir schon kennen. So, zack, zack. So, und jetzt benötige ich die Ringe. 46 Stück für Level 10. Und ein kleiner Tipp von mir am Rande. Ihr bekommt verschiedene Embleme. Jedes Emblem hat seine eigene Funktion. Zum Beispiel dieses Emblem hier. Das heißt, wenn du eine Rallye machst gegen andere Spieler, erhöht sich die Ausrüstung deiner Helden. Und dieses Emblem hier erhöht zum Beispiel die Krankenhauskapazität. Jedes Emblem hat hier noch 5 Slots. Diese 5 Slots müssen natürlich befüllt werden. Und ihr sammelt dadurch Sterne. Ja, wie beim Rathaus oder wie bei der Dekoration. Je mehr Sterne ihr habt, desto höher ist die Sternenanzahl und je höher die Sternenanzahl ist, umso mehr Buffs bekommt ihr. Also nichts anderes wie bei den Tornholz-Skins oder bei den Dekorationen. Wir gehen jetzt mal kurz zu meinem ersten Account, weil ich möchte mal gucken, ob sich die Rangliste aktualisiert hat und welcher Spieler von den großen Servern die eventuell schon auf Maximum hat. Na? Okay, wir gehen mal hier rauf, wir gehen auf mein Profil, tippen auf Ranking und Tatsache, es gibt schon ein Ranking, ja, Faction Emblem. Und der Spieler Resident Evil hat schon Embleme. Big Tex, IMAX, Notorious, PIG, Hulky und Voldemort. Okay, wir gehen mal kurz bei Resident Evil rauf. Der hat hier schon eine Kampfkraft von 2,6 Millionen. Okay, wie gesagt, das sind seine Embleme auf Level 12. Das ist krass. Ne? Also Blackwater ist Fortschritt, The Whisperers ist PvP. So, genau, das sind hier seine Fortschritte. Ne? Blackwater hat er alle bestückt. Umso mehr Embleme ihr habt. Ne? Ihr habt am Anfang ja 4 Slots. Wenn ihr die befüllt, öffnet sich ein nächster Slot. Ist dieser auch voll, öffnet sich das in der Mitte. Ne? Das ist der hier. Und der gibt euch extra Prozentpunkte. Bei den Whisperers genau das gleiche Spiel. Hätte er jetzt hier auch noch ein Emblem, könnt ihr es hier oben hinpacken.
Und wenn er den da oben hingepackt hat, dann öffnet sich auch die Mitte und dann bekommt er auch natürlich einen extra Buff. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich weiß, zum Anfang ist es etwas kompliziert. Wir können mal bei IMAX rauf gucken. Okay, der hat da in der Mitte auch nichts freigeschaltet. Hier hat er 4 Stück. Okay, wir gucken mal bei Voldemort. So, Voldemort, oh ja, der bei den Whisperers, also bei PvP, hat er 5 Embleme, hat das in der Mitte freigeschaltet, 20% beim Verteidigen. Okay, das hier sind seine Bonuswerte und die Werte, ja, die steigen ja auch noch, aber die sind so schon recht in Ordnung. Für uns normale Spieler ist es ein langwieriger Prozess, es ist darauf ausgelegt, dass du stetig und langsam wächst. Die Spieler, die natürlich was investieren, die wachsen schnell, die können das schnell aufleveln, die haben natürlich einen Vorteil. Und wie gesagt, bestückt die Embleme mit das, was ihr benötigt. Na? Guckt euch die Embleme an, liest euch die Beschreibung der Embleme durch und dementsprechend, wie ihr spielt, bestückt ihr das Ganze. Okay, gut. Hier unten geht es nachher weiter, aber das müssen wir dann mal gucken, wenn ein Spieler alles voll hat. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sold Eye. Na? Ach hey, schon wieder was. Immer wieder was Neues. Tschüss.